Gut, ne? Okay. White snow, red sky, reach up for so high. Blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Hallo zusammen, kleiner Quick-Tipp zum Thema Bilder aufhängen. Und zwar habe ich hier in der Hand eine Galerieschiene. Die Story dazu ist folgende. Ich habe bei mir im letzten Jahr mein Homeoffice eingerichtet und da habe ich mehrere Videos gemacht, wie ich meine Fotos drucke und welche Bilderrahmen ich nehme, warum und so weiter und so fort. Das sind die Bilderrahmen von der Firma Halbe, eine deutsche Firma. Und der Disclaimer, mit denen habe ich eine Kooperation. Ich kriege die Bilderrahmen umsonst, ich kriege aber kein Geld von denen und so weiter. So, und da habe ich gesagt, ich will keine Galerieschiene haben, weil das ist mir alles zu kompliziert. Ich will die Bilder einfach an die Wand hängen. Ich will nicht, dass man die Fäden da sieht und so weiter. So, jetzt habe ich hier das neue Büro, jetzt nehme ich die Bilder von zu Hause ab, habe sie mit hierher genommen und jetzt habe ich natürlich lauter Löcher in der Wand zu Hause. Storys, die das Leben schreibt. So, hier habe ich es also besser gemacht und gesagt, ich will eine Galerieschiene haben. Das ist die von Halbe. Es gibt die aber von anderen Herstellern, gibt es das natürlich auch. Die sind in diesem Fall weiß und relativ schmal, das heißt, die an der Decke nachher, das sieht kein Mensch mehr. Also die gucken sich total weg, wenn man hier reinkommt. Und hier ist es jetzt so, die Decke ist 3,70 Meter hoch. Das war eine Challenge, komme ich gleich drauf. Aber dadurch sieht man die wirklich überhaupt gar nicht. Dann hängen die jetzt an Stahlfäden, das muss man nicht so machen, da gibt es verschiedene Lösungen. Stahlfäden sind halt auch wieder so neutral. Auch da habe ich gedacht, ja, Stahlfäden, das sieht man ja nachher. Ja, das sieht man, aber es sieht gut aus und es guckt sich total weg, so im Sinne von, gehört dahin und man sieht es einmal und danach sieht man es irgendwie nicht mehr, wenn es Sinn macht. So, ganz kurz zu den Schienen selbst. Die sind jetzt so gelöst, dass die keine, ich zeige das, da macht man keine Schrauben rein. Manchmal ist es so, dass man die Schienen an die Wand schraubt. Das ist hier nicht so, sondern man schraubt so kleine weiße Knubbel an die Wand und klippt die dann einfach nur so da rein. Das ist von der Idee her sehr gut und sehr einfach. An der Außenwand hat das auch problemlos funktioniert. Die Challenge ist dann halt irgendwie 5 von den Dingern irgendwie auf eine Linie zu bringen. Das ist nicht für jeden eine Challenge, für mich schon. Aber es geht relativ einfach, weil der Abstand von der Decke ist ja niedrig, irgendwie 2 cm von der Decke und dann ist gut. Dann kommt natürlich das Problem, über Kopf arbeiten in 3,70 Meter Höhe, hier im Altbau und so weiter. Das war dann nicht so ganz einfach, weil die Wand ist massiver Stein, das war eine Challenge. Und die Wand ist hohl, das war auch eine Challenge. Auf Instagram, wenn du mir auf Instagram gefolgt hast, dann hast du mitgekriegt, dass das eine Challenge war. Aber jetzt hängen die Dinger. Ich habe was gelernt. Ich werde ein besserer Handwerker. So, und dann hat das Ding hier oben einen Haken, das hängt mal oben in die Schiene rein, dann hängt das Seil runter und jetzt kann ich das hier einfach hoch und runter schieben und dann das Bild halt auf die richtige Höhe bringen. Der Trick dabei ist, wenn ich mehrere Bilder habe, die nebeneinander führen, sodass sie direkt nebeneinander hängen, dann kann man die alle auf eine Höhe einstellen und dann kann man sie dahin platzieren, wo man sie haben möchte. Das ist schon alles. Super einfach. Und wenn ich jetzt sage, ich will hier auf Querformat gehen, dann nehme ich das Bild ab und hänge es halt im Querformat ran. Das ist jetzt alles aufeinander abgestimmt, sodass man das tatsächlich einfach reinklippt und fertig ist es. Wie gesagt, wenn du ein anderes System von einer anderen Firma nimmst, dann funktioniert das wahrscheinlich irgendwie anders. In diesem Fall sind die Rahmen halt auch schon so, die haben eine Vorrichtung dafür, sodass man, wie gesagt, ohne Werkzeug, ohne alles einfach die Bilder hier hin und her schieben kann. So, das war schon, also super einfach. Wenn du sowas auch machst, wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Und wenn du es nicht hast, denk vielleicht mal drüber nach, weil es sieht gut aus und es ist halt furchtbar einfach. Und wenn ich jetzt sage, ich will da noch 3 Bilder dazu hängen und irgendwie eine bunte Anordnung machen, dann kann ich das, ohne dass ich irgendwie die Bohrmaschine rausholen muss. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt habe ich bei mir da im neuen Haus lauter Löcher an der Wand. Ja, völlig doof. Das weiß ich nicht, mache ich die zu, mache ich die nicht zu, hänge ich neue Bilder hin, will ich die umhängen, ist ja alles doof. So, Alternative ist so eine Schiene. Soll ich nochmal neu anfangen? Ich rede schon wieder zu schnell, ne?